zeige ich euch meine Werkstatt. Gell, Cyril? Alles klar, also wir fangen gerade vorne an. Da haben wir eine wunderschöne alte Graviermaschine. Da kann man zum Beispiel Typenschilder gravieren oder was mir gerade lustig ist. Ganz schönes Stück. Läuft natürlich alles da rein. Da kann man auch noch so Sachen gravieren. Quasi Ziffernblätter oder Skalen oder was auch immer. Rund, gerade, was man will. Da haben wir eine schöne alte Schäublin-Fräsmaschine, eine kleine, die aber sehr viel, wie sagt man? Das Wort verkehrt. Wo sehr vielseitig ist. Man kann den Kopf drehen, man kann den Tisch neigen auf alle Richtungen. Ich brauche die zum Gehäuse ausfräsen zum Beispiel, zum grosse Zylinder, Rennzylinder montieren oder zum grössere Lager in die Gehäuse fräsen. Gerade bei Automatenmotoren habe ich auch Vorrichtungen gemacht, dass man dort ins Gehäuse ein grösseres Lager bringt. Das ist zum Beispiel ein aktuelles Projekt. Da wird jetzt auch nicht zu viel verraten. Aber da wird natürlich die Dichtfläche überfräst und wird grösser ausgetragen, um, wie gesagt, einen anderen Zylinder anpassen an das E50-Gehäuse. Gut, können wir da weitermachen. Das haben wir jetzt gerade frisch gemacht. Das ist zum Tank ausschleifen, zum mechanisch entrosten, sage ich dem, mit Schleifstein und einer Entrosteremulsion. Was da sehr gut ist, man kann mehrere Tanks aufspannen oder eben auch wichtig, Maxi-Rahmen, wo der Rahmentank ist oder sowas da. Das sind jetzt zum Beispiel auch 2 Rahmentanks, wo man dann auch die Möglichkeit hat, um das aufzuspannen. Siri, wie heisst das Gerät, das du da die Trümmelmaschine angemacht hast? Das hure Dingsgerät da Stufen. Das ist jetzt etwas genau, wo der Cyril, der Dr. Ampere, gemacht hat. Das ist ein sogenannter Frequenzumrichter. Habe ich mir sagen lassen, da kann man natürlich stufenlos einstellen. Zack, zack. Eigentlich stufenlos kann man das schneller und langsamer laufen lassen. Sowie auch, wie man jetzt hier schön sieht, man kann das Ganze nach oben und nach unten richten. Dann kommt natürlich an jedem Ecke im Tank kommen die Schleifsteine an, sowie auch die Drehrichtung wechseln. Gut, dann haben wir hier ein Myford Super 7. Ganz schönes als Tischdrehbänkchen. Brauchen wir nicht täglich, aber auch regelmäßig. Halt sehr geeignet für kleine, feine Sachen. Dann da hätten wir einen schönen Reidendrehbank. Ganz ein geiles Gerät. Das habe ich damals als Polymech in der Sulzer genau auf so einer Kiste gelernt zu drehen. Ganz etwas Geiles. Brauche ich so gut wie täglich. Da gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Da hat es ein bisschen Handpressen, Hydraulikpressen. Das ist so ein bisschen Bohren, Schleifen. Da habe ich noch eine kleine Polierscheibe. Da habe ich selber ein bisschen umbastelt. Groben Scotch, feinen Scotch und Schwabbelscheibe. Einfach zum kleinen Teil ein bisschen auffrischen und ein bisschen polieren. Ja. Das will man einfach so, da. Das ist natürlich auch etwas ganz Geiles da. Da kann man Blech rollen mit dem Teil und auch Stängel bis Durchmesser 12. Kann man schön eine Bombierung geben, wenn man das so sagt. Ja, brauche ich auch nicht täglich, aber man ist natürlich froh, wenn man irgendetwas mal schnell machen muss. Dann kann man. Gut, weiter. Also das schaue ich jetzt gerade als nächstes an. Das ist die neueste Kreation da von mir. Und zwar ist das eine Eigenkonstruktion. Naben, Speichen und Felgering, alles handmade. Natürlich CNC gedreht aus 70-75er Aluminium. Die Speichen Chromstahl sowie auch der Felgering Chromstahl.
alles hergestellt. Und zwar hat das 72 Speicher und nicht nur 36. Das ist etwas, das sehen dann in einem der nächsten Projekte von mir. Jetzt nicht das Modell, ich habe verschiedene Modelle. Das ist jetzt ein Puch Maxinabe zum Beispiel mit 17 Zoll Bereifung. Ich habe dasselbe aber auch noch für Sachs gemacht und 19 Zoll. Und genau die 19 Zoll, die werdet ihr dann im nächsten Video sehen von mir. Und zwar auf Nickelbasis. Ich werde wieder das Nickelprojekt machen. Das ist jetzt einfach Chromstahl poliert. Was haben wir dann? Was haben wir dann noch? Ah, da oben, schau jetzt, da oben, wir laufen ja die Hälfte vorbei. Das sind so 50er Jahre Geräte da oben, das sind 3-Gang, hat auch 2-Gang drunter, aber das meiste sind 3-Gang. Dann haben wir den ersten ist ein Rixi, dann kommt ein Sparta, dann kommt ein UT, dann haben wir zweimal Herkules, beide Modelle, 217 und 217L. Dann haben wir da noch sehr schönes Rixi-Pärli, der gleich wie der erste, aber in Blau-Beige und Beige-Blau. Das ist ein sehr schönes Pärli. Und da vorne haben wir dann noch einen grösseren. Und zwar einen 150 Kubik Sachs, ein Herkules. Das Weitere, dann sind noch zwei Moto Graziella, Jackie Boy, so nennen sich die. Das sind ganz lustige Geräte. Da haben wir einmal die 40 km/h und einmal die 25 km/h Version von Deutschland. Ist klar, Mofa-Cool-Kalender, jeder, vom ersten bis zum aktuellsten. Aber an was ich natürlich auch Scheissfreude hatte, Zweitakt-Mafia hat mir auch noch einen Kalender geschickt. Ich muss sagen, die haben einen richtig geilen Kalender gemacht fürs 21. Und man sieht, also die machen einen richtig bösen Stoff. Grosser Respekt, die machen richtig geile Sachen. Dann haben wir El Sternmotore. Das ist der Holy Star. Das ist ein kompletter Eigenbau von mir mit einem 6-Zylinder Sternmotor. Den werden wir dann in einem weiteren Video noch neuer vorstellen, weil das lange jetzt nicht in 2-3 Sätze. Da hat sehr viele Spezialitäten dran. Das ist auch noch etwas Spezielles da. Das ist ein Alpa Chopper. Und zwar ist das meine aus der Jugendzeit. Und mit dem hat dann eigentlich alles wieder angefangen. Ich bin in der Jugend gefahren, wie gesagt, dort mit 14, 15. Und den habe ich dann als erstes wieder vorgenommen und komplett restauriert. Und ja, der steht jetzt auch schon wieder 2 Jahre da, oder weiss ich wie lange. Ich glaube, da müssen wir mal schauen, ob die hure Kiste noch läuft. Was meinst du? Oh, was? So, das ist der einzige, den ich noch habe aus der Schulzeit, ja. Aus meiner alten Töffli-Zeit, leider. Wir haben hier voll in der Höhe oben gewohnt, mit dem bin ich natürlich in die Schule. Die Eltern haben den zum Glück nie vorgegeben oder vorgerührt. Und so hat es mich dann wieder gepackt. Dann habe ich das Gerät wieder restauriert. Und das gebe ich natürlich nie mehr her. Da haben wir natürlich noch ein Piano. Das ist ganz etwas Lustiges. Ich weiss nicht, vielleicht kennen die alten Western. Geht die Salontüren auf und es ist still, da hat es immer ein Piano drin gehabt. Da hat man so Rollen, die man dann hier aufspannen kann. Und die spielt quasi selbstständig. Da unten hat man 2 Pedale. Das ist jetzt natürlich, wir sind eben gerade am Umbau auf komplett autonom mit einer Vakuumpumpe. Da ist eine Vakuumpumpe, die man dann einbaut, dass man nicht mehr pedalen muss, dass man das Ding anstellen kann und kann davon laufen. Dann weiter. Das ist ein Motobekan 1948, 50 Kubik. Was mir da sehr gut gefällt, ist die Gabel. Sehr geile Gabel dran und die 2-Gang-Tankschaltung. Das muss auch nicht drauf sein. Bling, Gunne. Oh, da sind wir bei den Schnäpperli angelangt.
Das ist sehr etwas Geiles, Jahrgang 1961, KTM Junior. Extrem heftig geiler Originalzustand, wie man am Lack sieht. Ganz speziell ist der Bettflaschenauspuff. Ganz etwas Rares. Gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr allzu viel in diesem Zustand. Sehr etwas Spezielles. Das ist wirklich ganz etwas Schönes. Da wirklich mit der ersten Lampe, die vorne verjüngt wird. Mit dem Vierkantrohrrahmen, fast vergessen. Ja, also, ja, wenn ich jetzt hier in die Reihe schaue, wenn ich euch jetzt hier über jeden etwas verzapfe, dann sind wir da mit morgen dran. Also, schau jetzt. Da ist ein Tornado, dann haben wir einen Pony, dann haben wir einen Stacco, dann haben wir einen KTM, das ist ein Express, dann kommt ein Rex, Rixe, Tour de Suisse. Das ist auch wieder etwas Spezielles. Das ist der Vorgänger vom Tigra und Caravelle, ein Standard Jaguar. Auch sehr selten. Dann haben wir einen Pony, einen Görike, einen TWN Triumphwerke Nürnberg. Dann hier haben wir auch ganz etwas Geiles. Standard, ein Velo mit Nabenmotor, Sachs. Dann haben wir noch einen Wanderer. Dann da haben wir einen Simpson Krause Piccolo DDR. Das ist ein sogenannter versehrten Fahrstuhl und ist ein Zweigang Simpson Motor darunter und hat ein paar ganz lustige Features, wie zum Beispiel eine Handbremse, eine Hams. Nach vorne tut man bremsen und wenn man den Hebel da umschaltet, dann ist es quasi der Retourgang. Dann kann man mit dieser Bewegung sich hinter sich schieben. Das ist noch ganz etwas Glattes. Läuft um die 50 km/h, hat hinten noch einen praktischen Kofferraum. Wirklich ganz eine lustige Geschichte. Wie auf einer Wolke, auch gefedert. Dann Görike, Mars, Gritzner Brummi, Puch Maxi, Rixe, Maxi, Görike, Maxi, Norman, Reisehobel. Ich bin natürlich nie allein. Ich kann immer mit jemandem reden. Ähnliche Postur, dick und doof. Wir Stan und der Molly. Zwei ganz glatte Vögel. So. Also, in diesem schönen Nischeli da, genau, da mache ich die Motorrevisionen. Dann da, ganz oldschool, da mit der Reissnadel, natürlich auch ein ganz schönes Stück, tue ich die Rad zentrieren. Ja, dann gehen wir noch weiter in Schleifecken. Das ist auch noch relativ ein wichtiger Punkt. Und zwar tue ich da meine Zylinder schleifen, um ein bisschen mehr Power zu verleihen. Wir brauchen mehr Power, oder? Das ist ja altbekannt. Das war früher schon und hat sich natürlich nicht viel geändert heute. Genau. Und das passiert da hinten mit verschiedenen Schleiftöpfen. Also, für da unten wäre es gewesen. Jetzt gehen wir noch schnell schauen. Hier oben ist quasi mein Eventbereich. Das kann man mieten für Geburtstag und für sonstige Anlässe. Da haben wir natürlich auch diverse Sachen, Einrichtungsgegenstände, ganz etwas Geiles ist da zum Beispiel die Ecke mit der alten Transmission, Drehbank von 1914, mit der Bügelsage 30er, 40er Jahre. Und die habe ich natürlich auch wieder in Betrieb genommen, ist klar. Das läuft alles. Dann da hinten habe ich so ein bisschen sporadische Bar eingerichtet. Ich habe mit allem, was irgendwie herumgelegen ist, habe ich da die Bar zum Beispiel gebaut. Und das sind zum Beispiel alte Milchkisten, wo ich einfach noch einen Sieg voll hatte, von wo auch immer, das weiss ich gar nicht mehr so recht.
Und da vorne gehen wir dann weiter. Da ist dann der Sitzbereich. Da die alten, es sind eben keine Vespas, es sind indische Vespas, Baja, irgend sowas heissen die Dinger. Und dann hat es halt überall diverse Sachen, alte Schilder. Natürlich hat es noch einen Flipperkasten, der ist auch immer sehr beliebt. Ein Billardtisch hat es noch da rein, dann hat es noch alte Kinosessel, es hat Flugzeugsessel, ein kleines Separé, das ist quasi der schönste Platz im ganzen Raum. Und man hat halt eine absolut geile Aussicht über die ganze Location. Ist natürlich klar, wenn euch irgendetwas interessiert, wenn ihr etwas speziell sehen oder ein bisschen neuer sehen, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Dann geben wir uns natürlich Mühe, dass wir explizit dann was auch immer vorstellen. Und übrigens abonnieren nicht vergessen. Ach, das ist nicht mein Stil. Ja. Nein, ich sag's nicht. Ihr könnt es abonnieren, wenn ihr es wollt, aber ich sag's nicht.